Grüßt euch und herzlich willkommen zum ersten Teil zum Bau von Jackels H0-Anlage. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich starte ein zweites Projekt und dazu bin ich jetzt bei meinem Modellbahnspätzl, beim Jagl. Und jetzt gehen wir mal rein in den Clubraum. Das ist unser sogenannter Clubraum. Das ist quasi das Modellbahnzelt. Das ist im Prinzip, das hört sich gut an im Hintergrund. Das ist im Prinzip, das ist im Winter, wir sind hier auf dem Speicher, auf dem Dachboden, dass es im Winter ein bisschen wärmer ist, haben wir das ein bisschen mit Folie quasi abgedichtet, dass wir die Heizleistung ein bisschen sparen können. Und dann haben wir statt gemütlichen 3 Grad haben wir dann so 10 bis 12. Und damit kann man gut leben. Genau, und jetzt stelle ich euch noch die Anlage vor. So, und während hier jetzt eine neue Errungenschaft einfährt, stelle ich euch mal die Anlage vor. Wir haben hier quasi den linken Flügel. Du kannst mal die Seilbahn anmachen, wenn du Bock hast. Und ja, die Anlage an sich ist um die 40 Jahre alt. Also der mittlere Teil, der hier ist noch nicht so alt, der ist ungefähr 10 Jahre alt. Da haben wir die wunderbar geräuscharme Seilbahn. Dann kommen wir zum mittleren Teil. Das ist das noch Fertiggelände Mittenwald. Das ist eigentlich das älteste. Das ist von wann ist das? Von 1982. 1980. Sowas in den Dreh. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel gemacht hier. Wir wollten mal die Straßen neu machen und alles ein bisschen auffrischen. Aber das ist mittlerweile so, ja, in die Jahre gekommen, dass wir da gar nicht mehr großartig gesagt haben, wir investieren jetzt hier nochmal Zeit, wir machen jetzt alles neu. Und ja, genau so schaut es jetzt aus. Es hat quasi sein Soll erfüllt, das Ganze. Dann haben wir hier den Anbau mit einer Feuerwehr. Hier den Bereich hier haben wir mal neu gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Das hat aber ganz gut jetzt immer funktioniert. Wir wollen auch weite Radien machen bei der neuen Anlage. Es wird keinen Plan geben, wir machen das so ein bisschen Freestyle. Das stimmt so nicht mehr. Nachdem mir der Umfang des Projekts klar wurde, habe ich mich dann doch mal hingesetzt und habe ein kleines Plänchen gemalt. Aber darauf gehe ich im zweiten Teil ein bisschen ein. Es wird eine reine Spielanlage. Schauen wir einfach mal. Hier ist die sagenumwobene, viel gescholtene Märklin-Drehscheibe. Die hat so, ich würde sagen so 95% hat sie funktioniert. Dann mit den berühmten Lokschuppen. Da werden aber wahrscheinlich auch neue dann kommen aus Kunststoff. Weil hier oben ist es dann doch klimatisch recht abwechslungsreich und da braucht man so ein bisschen, glaube ich, weniger Pappe. Gut, und das ist der Anlagenteil von seinem Sohn. Den haben wir dann irgendwann mal integriert in die Anlage. Ist aber nie fertig geworden alles. Wir hatten ein K-System, das funktioniert leider nicht mehr so. Da gibt es hier hinten witterungsbedingte Schäden. Genau, auch mit Seilbahn, die leider auch nie so wirklich funktioniert hat. Bei der neuen soll auch eine neue Seilbahn dazukommen. Und das wird aber geschmeidig gemacht alles, glaube ich. Schauen wir mal, was rumkommt. So schaut das hier aus. Jetzt zeige ich euch noch die Schattenbahnhöfe. Hier haben wir den Schattenbahnhof 1. Der hatte 9 Abstellgleise oder 8 und ein Durchfahrtsgleis. Und als wir dann hier den Teil für seinen Sohn angebaut haben und den Drehscheibenteil, haben wir hier auch noch mal ein paar Gleise reingelegt. Wir hatten insgesamt, ich glaube, 17 Abstellmöglichkeiten. Die hat es auch gebraucht. Hier haben wir noch die Auf- und Abfahrt vom Schattenbahnhof. Das hat eigentlich immer gut funktioniert so. Bloß werden wir bei der neuen dann wahrscheinlich auf einen Wendel setzen. Genau, das ist die altehrwürdige Mittenwald.
Jetzt haben wir hier nochmal einen Nachtschwenk. So schaut das Ganze im Dunkeln aus. Mit einem einschlägigen Etablissement. Genau. Das ist jetzt quasi der Abschiedsschwenk. Das Eck auch nochmal. Mal zu den neuen Plänen kann ich noch nicht viel sagen. Wie gesagt, wir werden halt viel Freestyle bauen, also so nach unserem Gusto, beziehungsweise nach dem Jagel seinem Gusto. Und ja, lassen wir uns mal alle überraschen. Jetzt wird es als erstes den Abbau geben und dann werden wir das Zelt neu machen, dass das ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen solider ist. Es hat sich eigentlich bewährt, wie gesagt. Und genau, dann starten wir jetzt mal mit dem Abbau. Jetzt haben wir die Häuser und die Bäume mal weitestgehend weggemacht. So schaut es jetzt aus. Schaut alles gleich viel trauriger aus. Figuren sind auch alle so weit runter. Jetzt machen wir als nächstes dann die Gleise. Dann stellen wir das Ganze auf und dann machen wir von unten die Verkabelung weg. Im sichtbaren Bereich sind jetzt alle Gleise soweit abgebaut. Schaut immer traurig aus, wenn so eine Anlage vor sich hin stirbt. Drehscheibe ist auch schon abgebaut. Die werden wir wohl so lassen, wie sie ist. Mal schauen, ob wir die so verkaufen oder nicht. Das steht noch nicht fest. Genau, und jetzt geht es dann weiter im Untergrund. Die Drehscheibe und der Schattenbahnhof 2 sind mittlerweile Geschichte. So schaut es jetzt aus. Jetzt geht es hier dem Gestell noch an den Kragen und dann geht es hier drüben weiter. Kleiner Zwischenstand. Der Schattenbahnhof 1 ist jetzt abgebaut. Jetzt müssen wir noch die Lampen hier unten wegmachen. Genau. Der Schattenbahnhof 2 ist auch schon weg. Die Drehscheibe, alles weg. So schaut es aus. Das wollen wir noch verkaufen. Das ist noch nicht so alt. Das ist noch in einem ganz guten Zustand. Ja, es lichtet sich. Jetzt ist alles soweit abgebaut. Die Fertiggelände sind raus. Wurden ordentlich abgeerntet. Jetzt schaut es so aus. Die Holzreste lassen wir mal hier stehen. Die können wir bestimmt noch für irgendwas verwenden. Genau, jetzt haben wir Platz für das neue Projekt. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich habe ja 25 Jahre in Märklin H0 gebaut. Das ist quasi, bei mir heißt es jetzt dann Back to the Roots. Genau, jetzt müssen wir erstmal hier schauen, wie wir den Raum neu aufteilen. Aber das ist dann für die nächste Folge. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kann es losgehen.